Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie schon länger versprochen, gibt es jetzt endlich die Review zu den Derwent Inktense Stiften. Es sind keine gängigen Aquarellstifte, sondern Tuschestifte. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass sich Aquarellstifte auch nach dem Trocknen wieder lösen lassen und man die Farben etwas aufhellen kann. Das heißt, wenn man in Schichten arbeitet, muss man eben vorsichtig sein, dass man die erste Schicht nicht immer wieder anlöst und die Farbe somit aufhält, wenn man eigentlich schon den Farbton erreicht hat, den man haben möchte. Bei den Derwent Inktense ist das anders. Es sind Tuschestifte, die nach dem Trocknen permanent sind. Das heißt, wenn man Schichten auftragen möchte, kann man das hiermit super machen, weil die Farben eben permanent nach dem Trocknen sind und sich nur sehr schwer wieder anlösen lassen und somit auch eben nicht an Farbintensität nach dem Trocknen verlieren. Es gibt die Derwent Inktense Stifte als Stifte, Blöcke und auch als ein Palettenset. Die Derwent Inktense Stifte gibt es in Setgrößen 12, 24, 36, 48 und 72, wobei man das 48er und 72er Set auch als Holzboxen erwerben kann. Die Inktense Blöcke kann man auch, meine ich, in bis zu 72er Sets erwerben. Die Farbtöne sind sowohl in den Stiften als auch in den Blöcken die gleichen. Man kann sie also sehr gut miteinander kombinieren, gerade wenn man größere Flächen zum Beispiel ausmalen möchte. Ja, schauen wir uns das Set einmal an. Ich habe hier das 12er Set. Ich habe mir damals interessehalber noch ein paar Stifte einzeln gekauft und ich habe dieses Set einmal hier schon mal aufgemalt. So, wie ihr seht, sind eigentlich alle Farben, die man so in einem Basic-Set erwartet, auch vertreten. Allerdings, es ist auch eher selten. In manchen Sets gibt es noch einen lila Ton. In diesem Set gibt es jetzt keinen lila Ton. Aber man kann ihn sich ganz leicht selber kreieren. Nur um einmal zu zeigen, dass man natürlich mit Aquarellstiften sehr leicht Farben mischen kann. Deswegen ist man mit so einem kleinen Set eigentlich ganz gut dabei. Ich nehme jetzt mal ein Pink und ein Blau. Und ein Aquarellpinsel. Und man kann sich hier die Farben sehr gut zurechtmischen und hat auch dann schon ein Lila. Und je nachdem, wie intensiv man das haben möchte, kann man dann vielleicht ein bisschen von dem Indigo-Blau nehmen. Ich habe jetzt eher das hellere Blau gewählt. Entweder ein bisschen mehr von dem Pink dazu geben oder ein bisschen mehr von dem Blau, um das Lila zu variieren. Ja, ich muss sagen, dass ich sehr viel mit den Albrecht Dürer arbeite, was eben die gängigen Aquarellstifte sind. Und als ich das erste Mal diese Stifte, die Derwent Inktense, zur Hand genommen habe, war ich sehr erstaunt, wie anders man mit denen umgehen muss. Dass ich wirklich erstmal üben musste und erstmal den Umgang lernen musste mit diesen Derwent Inktense Tuschestiften, weil es doch auch von der Farbintensität, von der Menge an Wasser und Farbverhältnis, was ich sonst immer benutzt habe, einen großen Unterschied macht. Und wir malen einfach mal ein kleines Beispiel, um euch das zu zeigen. Ich habe hier ein Aquarellmalbuch von Prima Marketing. Jetzt heißen sie, glaube ich, Art Philosophy, wenn ich mich nicht irre. Ich werde die Links unten in die Infobox stellen. Allerdings sind diese Bücher ständig ausverkauft. Deswegen schaut öfter mal rein. Vielleicht findet ihr sie dann zwischendurch doch. Ansonsten schaut mal bei Amazon UK, also dem englischen Amazon, rein. Da kann man sie auch oft bestellen und die liefern eben auch nach Deutschland. So. Und zwar, um euch mal eine Demonstration zu zeigen, wie gut man die Farben schichten kann, ohne dass sich eben die hellste Farbschicht löst, malen wir eine Blume zusammen aus mit Sun Yellow 200, Tangerine 300 und Poppy Red 400. Und ich fange eben mit meinem hellsten Farbton an und ich gebe wirklich nicht viel Farbe
hier auf die Blume trocken auftragen. Malen wir mal ein paar mehr aus. Ich würde euch immer raten, nie die Blütenblätter direkt nebeneinander auszumalen bei einem Aquarell oder bei Sachen, die ihr mit Wasser ausmalt, weil sich sonst die Farbtöne sehr schnell vermischen und man eben ja keine getrennten Blätter hat, sondern die Farben ineinander laufen und es dann nicht mehr schön aussieht. Man kann gerne alles ausmalen, aber wenn ihr die Farben aktiviert, bitte so jedes zweite Blatt, also keine angrenzenden Blätter. Das Schöne am Aquarell ist, dass man wirklich querbeet ausmalen kann und ja, erst beim Aktivieren vorsichtig sein muss, aber beim Auftragen der Farbe kann man eigentlich sehr unbesorgt vorgehen. Und ich löse meine Farben immer vom Punkt, wo die Farbe am hellsten sein soll, hin zu dem Punkt, wo die Farbe am dunkelsten sein soll, weil eben der Pinsel Farbe sammelt und immer mehr Farbe löst und man schiebt die Farbe quasi zu einem Punkt hin. Hier soll für mich die Farbe am hellsten sein und ich löse hier zum Ende hin, wo die Farbe am dunkelsten sein soll. Ich benutze einen Kuretake Wassertankpinsel und habe hier neben mir einen Waschlappen, wo ich eben die Pinselspitzen zwischendurch säubere. Dann auch hier wieder hellster Punkt lösen zum dunkelsten Punkt. Und schon beim ersten Mal war ich erstaunt, wie intensiv die Farben sind. Ihr seht es auf Kamera vielleicht nicht so sehr wie ich jetzt, aber die Farben sind sehr, sehr intensiv, auch wenn ich nicht viel Farbe aufs Papier gebracht habe. Und ich muss sagen, ich benutze bei den Albrecht Dürern sehr, sehr viel mehr Farbe oder trage viel mehr Farbe auf, um den gleichen Effekt zu bekommen. Was ich auch sagen muss, ist, dass sich das Pigment sehr, sehr gut löst. Man hat keine Buntstiftstriche mehr darunter. Es löst sich wirklich sehr, sehr gut. Deswegen muss man beim Auftragen des Stiftes meiner Meinung nach überhaupt nicht vorsichtig sein. Man kann wirklich sehr unbesorgt und unordentlich dabei vorgehen. Wichtig ist, dass man eben zwischen den einzelnen Schichten wartet, dass die Farbe getrocknet ist. Erstens, wenn man mit dem Buntstift in das nasse Feld reingeht, hinterlässt man sehr, sehr viel mehr Pigment und man kann meistens solche nassen, kräftigen Pigmentstriche gar nicht mehr ausblenden und hat dann unschöne Striche in seinem Bild. Zweitens will man ja, dass die erste Schicht sich nicht mehr reaktiviert, sondern so bleibt, wie sie ist, wenn man die zweite Schicht darüber aufträgt. Deswegen muss man hier ein bisschen geduldig sein und das Ganze erstmal kurz antrocknen lassen. So, jetzt hat es ein paar Minuten getrocknet. Bei so dickem Papier geht das wirklich sehr schnell, wenn man so wenig Wasser benutzt. Und ich mache es meistens so, dass ich dann erstmal an einer anderen Blume weitermale und dann wieder zurückkomme und immer zwischen verschiedenen Blumen hin und her wechsle. Jetzt nehme ich meinen zweiten Farbton und male ein bisschen von dem Orange rein. Denkt dran, lieber ein bisschen weniger zu nehmen, weil die Farben sehr intensiv sind und man kann wirklich ein zweites und ein drittes Mal zurückkommen und immer wieder Farbe mit dazugeben, wenn es dann doch zu hell ist. Gerade bei diesen Stiften ist es dann eher schwerer, Farbe wegzunehmen, als Farbe dazuzugeben. Was mir auch besonders gut gefällt, ist, dass die Farben wirklich auch so strahlend trocknen, wie man sie aufträgt.
Ich habe das schon öfter bei anderen Aquarellstiften gesehen, dass die Farben sehr strahlend und intensiv sind, wenn man sie aufträgt oder angefeuchtet hat und gelöst hat, sie aber ein bisschen dumpfer trocknen oder dann nach dem Trocknen eben sehr ausgeblichen aussehen. Und das ist hier eben überhaupt nicht der Fall. Ich benutze nur sehr, sehr wenig Wasser und die oberen Ränder sind ja trocken. Ich male nur im unteren Bereich, deswegen ist es okay, wenn ich auch die angrenzenden Blütenblätter nehme. Wenn ihr mit mehr Wasser arbeitet, achtet wirklich darauf, nicht die angrenzenden Blütenblätter zu nehmen. Aber aus Demonstrationszwecken folge ich gerade meiner eigenen Regel nicht. Aber ich habe es ja erwähnt, gesagt, nehmt euch das zu Herzen, ich spreche aus Erfahrung. Man ärgert sich doch schon, wenn die Farben ineinander laufen und man nicht mehr zurückrudern kann. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, deswegen fällt es mir auch oft schwer, mit Aquarell zu malen. Und ich habe nicht nur ein Bild eben verdorben mit meiner Ungeduld. Ich glaube, ich hatte auch vor einiger Zeit mal in meinen Stories bei Instagram und Facebook eine Color-Lilie gepostet. Da bin ich einem Buch gefolgt, einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, und es hat auch am Anfang super geklappt, wo ich noch Geduld hatte. Aber dann, als man zwischen Trocknen immer so lange warten musste und man doch endlich fertig werden wollte, war ich zu schnell und habe es dann eben verdorben. Was mich auch echt traurig gemacht hat, aber naja, so ist das manchmal. So, jetzt könnte man erstmal warten, bis das Ganze trocken ist. Ein paar Blumenblätter korrigieren. Ich würde zum Beispiel hier noch ein bisschen orange reinmachen, hier noch ein bisschen, hier, ich glaube hier auch. Und das würde man dann eben nochmal schichten. Wenn ihr euch unsicher seid mit dem Auftragen, hier direkt auf dem Papier, ob es zu viel oder zu wenig ist, könnt ihr auf jeden Fall ein extra Stück Papier nehmen. Ich würde ein etwas dickeres, ich habe hier so ein Schnipsel von einem anderen Aquarellblock, und ich würde hier ein bisschen Farbe auftragen. Das könnt ihr dann quasi als Farbpalette benutzen, weil ihr hier genau kontrollieren könnt, wie hell die Farbe ist, die ihr eben aufnehmt. Und so wisst ihr dann, okay, ich kann ein bisschen nachtragen, ohne dass das zu hell ist. Oder zu dunkel eben, was dann meistens das tragischere Ergebnis ist. Ich muss sagen, damals, als ich mir Aquarell-Tutorials im Internet ansehen wollte, mit Aquarellstiften, habe ich viele Künstler, die Aquarellstifte eher, so benutzen sehen wie eine Aquarellpalette. Entweder haben sie das ausgemalt und das dann eben vom anderen Papier abgenommen, oder sie sind direkt an den Stift gegangen. Aber die wenigsten haben wirklich die Farbe aufs Papier aufgetragen. Und da habe ich mich immer gefragt, was ist der Sinn, dass man sich Aquarellstifte holt und damit ein Tutorial macht, wenn man sie nicht als Stifte benutzt, sondern als Farbpalette. Aber hey, das bin dann ja nur ich. Ja, deswegen war es mir wichtig, dass ich bei meinen Aquarellstift-Tutorials wirklich auch den Stift auftrage und nur bei Korrekturen oder wenn ich unsicher war
Oder wenn ich Farben mischen musste, habe ich das eben auf einem extra Stück Papier gemacht. Aber ansonsten bin ich immer direkt aufs Papier gegangen. Hier habe ich übrigens versucht, die Farben direkt auf dem Papier zu mischen und ich muss sagen, das hat mir nicht gut gefallen. Vielleicht lag es am Papier, aber ich glaube, ich persönlich würde dann beim Farbenmischen dazu übergehen, das auf einem Extraschnipsel zu machen und es dann auf das Papier eben wie Tusche oder wie Aquarellfarbe zu übertragen, aber nicht direkt zu mischen, weil man doch viel reibt, um die Farben zu mischen. Damit schädigt man eben das Papier und es ist schwer, den Farbton einzuschätzen, ob man jetzt genug Pink oder Blau benutzt hat. Und ja, so bleibt man eben gleichmäßig in den Farben, die man aufträgt, wenn man sie extern mischt, als wenn man sie direkt aufs Papier aufträgt. So, fühlen wir ein. Hier unten ist das noch feucht. Ich fange jetzt mit dem Auftragen eher hier oben an, wo es trockener ist. Und bis ich unten ankomme, sollte es da auch schon trocken sein. Das ist hier übrigens das Rot, unsere letzte Farbe. Ihr seht, wie wenig Farbe ich aufgetragen habe. Ich glaube, bei dem Rot hat man das besonders gut gesehen und wie intensiv es sich löst und wie gut es sich auch verteilt. Ihr wisst es vielleicht schon, wenn ihr länger bei meinem Channel dabei seid, aber ich liebe es, eben diese Pinselstifte zu benutzen, wenn ich mit Aquarellstiften arbeite, weil sie permanent Wasser abgeben und gerade die Kuretake-Pinsel, die werde ich auch unten in der Infobox verlinken. Ich finde, die geben nicht zu viel, nicht zu wenig Wasser ab. Man kann den Wasserfluss eigentlich ganz gut kontrollieren. Also das Wasser fließt von alleine. Ich drücke nicht permanent. Das Wasser fließt ganz von alleine. Wenn man eben möchte, dass mehr Wasser fließt, drückt man. Aber wenn man nur so ein bisschen braucht, dann muss man gar nicht drücken. Genau hier unten war das Papier noch nicht ganz trocken. Ich habe trotzdem mit dem Stift Farbe aufgetragen und man sieht, da sind noch leichte Rückstände. Es hat sich nicht ganz gelöst, aber für unsere Testzwecke ist das in Ordnung. Für euch als Tipp, wartet wirklich, bis sich das ganz löst, sonst werdet ihr ein Problem haben. Und arbeitet wirklich zügig, Blatt für Blatt, korrigiert sofort, wenn da was nicht ganz so verlaufen ist, wie ihr es haben möchtet, weil es eben hinterher trocken ist und sich dann nicht mehr korrigieren lässt, wie zum Beispiel bei normalen Aquarellstiften. Und ich weiß, ihr werdet Fragen haben, ihr werdet fragen, was finde ich besser, Albrecht Dürer oder Inktense? Und ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich denke, es hängt vom Projekt ab. Ich würde die Inktense wahrscheinlich eher als Stifte nehmen, wenn ich viel schichten möchte, wenn ich nicht möchte, dass meine Farbbasis zu hell ist oder hell wird. Wenn ich sehr intensive Farben haben möchte, dann würde ich auf jeden Fall zu den Inktense greifen. Wenn ich aber sehr hell malen möchte und noch Zeit zum Korrigieren haben möchte und ja, gerade bei großen Flächen finde ich es immer sehr hilfreich, wenn sich
der Farbton darunter noch mal ein bisschen anlöst und man bei großen Flächen ein bisschen besser blenden und korrigieren kann. Dann würde ich zu den Albrecht Dürer greifen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich zwischen den beiden einen Favorit habe. Ich finde beides sind sehr, sehr gute Aquarellstifte oder Tuschestifte und beide kann man für seine persönlichen Projekte sehr, sehr gut anwenden. Also eine Präferenz habe ich jetzt nicht. Beide lassen sich gut lösen. Beide haben eine schöne Farbauswahl, wobei ich sagen muss, von den Bildern her finde ich die Farbauswahl der Derwent Inktense ein bisschen zu kräftig, zu strahlend. Da fehlen mir so ein bisschen hellere Farben oder so gedecktere Farbtöne. Aber man kann sich Sachen natürlich mit den Derwent Inktense auch super mischen. Und was ich ein bisschen schade bei den Albrecht Dürern finde, ist, dass sie manchmal ein bisschen zu hell oder blass trocknen. Da muss ich sagen, haben die Inktense ein bisschen mehr voraus. Jetzt als kleiner Vergleich, ich habe für die Blume und die Blume die gleichen Farbtöne benutzt. Hier habe ich sehr, sehr viel mehr Pigment, also Farbe aufgetragen als hier. Hier bin ich sehr hell vorgegangen und ich finde, die Farben erscheinen auf dem Papier auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedlich. Und es ist wirklich, ja, es liegt an einem selber, wie man die Farben aufträgt, wie intensiv man es mag. Hier unten habe ich zum Beispiel geübt und das hier sieht so ein bisschen unordentlich aus. Die Farben haben sich nicht gut gelöst. Ich habe sie hier so aufgetragen, wie ich sie bei den Albrecht Dürern auftragen würde und es war einfach viel zu viel. Sie sind in harten Rändern getrocknet und es war wirklich, ja, kein guter Erfolg. Und hier habe ich Schicht für Schicht gearbeitet und die Farben sind schön, haben sich schön gelöst und es war genau das, was ich mir vorgestellt habe. So, dann hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen was zu den Derwent Inktense erzählen. Es sind Tuschestifte, lassen sich super lösen, strahlend, trocknen auch schön, sehr farbintensiv. Gibt es auch als Blöcke, die man, ich meine, du kannst die zerreiben. Es gibt da so eine Art Reibe für und man kann sie dann auch mit Wasser lösen und als Aquarellfarbe benutzen oder man kann sie eben auch direkt aufs Papier auftragen. Dann gibt es genauso gut eine Inktense Palette, wo die Farben schon direkt in so kleinen Näpfchen sind. Ja, die Farbtöne sind untereinander passend. Man kann alles drei sehr, sehr gut miteinander kombinieren bei seinen Projekten. Ich finde es sehr schöne Stifte und ja, sie haben auf jeden Fall viele Vorteile. Dann viel Spaß beim Reinschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare, was so eure Erfahrungen zu den Stiften sind und ob es euch interessiert hat, welche Aquarellstifte ihr so benutzt und was so eure Meinung dazu ist. Dann vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!